Wir sind die Bulli-Suppenküche. Wir sind ein Verein, der gegründet wurde 2017. Seit 2014 bin ich aber schon mobil auf der Straße unterwegs. Unser zentrales Thema ist Armut an sich, aus der Obdachlosigkeit entsteht, neben den Menschen, die schon obdachlos sind, die auch auf den Platten betreut werden. Und ich hatte einen T3 oder habe ich ihn immer noch. Und der war ausgebaut als Campingauto, hatte 2 Flammen und ich bin mehr durch die Stadt gelaufen, wo ich früher nur gefahren bin, und habe gesehen, wie sehr sich das am Hauptbahnhof konzentriert, dass da Menschen rumliegen im Nichts. Also habe ich auf der einen Flanke Hühnersuppe gekocht und, auf dem anderen Topf habe ich Instant-Kaffee gemacht. Und den habe ich dann ausgeschenkt mit Einweg. Dadurch ist das entstanden, da soziale Arbeit ja sowieso mein Beruf war davor, hatte ich natürlich da einen guten Zugang. Und in diesem Rahmen waren wir immer mobil unterwegs, haben jetzt aber eigene Räumlichkeiten, nämlich die Bulli-Ecke. Und die haben wir jetzt schon 3 Jahre lang. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden, sind auf Sach-, Zeit- und Geldspenden angewiesen, um arbeiten zu können. Und ehrenamtliche Arbeit ist ein wichtiger Mittelpunkt, ohne dem wir gar nichts gestalten können von der Arbeit, die wir leisten. Ein Rundumprogramm von Einzelbegleitung über sozialer Beratung, aber im Zentrum und Erstkontakt und in der Grundversorgung ist bei uns Essen im Mittelpunkt. Wir kochen immer selber und frisch. Unser Konzept in unseren Räumen ist, dass man hier ankommt wie in einem Restaurant. Man wird am Tisch bedient, man muss halt nur nicht bezahlen. Es gibt immer ein vegetarisches Essen und ein Essen mit Fleisch, vorzugsweise nach Möglichkeit ohne Schwein, weil wir auch viele muslimische Gäste haben. Es sind immer so um 150 Portionen, manchmal mehr, manchmal weniger. Das hängt auch davon ab, ob am Monatsanfang ist oder Monatsende, je nachdem, wie viel Geld Menschen haben. Es gibt natürlich auch Heißgetränke und Gebäck und dergleichen. Wie viel von was hängt immer von den Spenden und den Geldern ab und den Möglichkeiten. Und wir beobachten die Altersarmut sich immer weiter verstärkt, resultieren aus schlechten Renten, vor allen Dingen bei Frauen, die ja oft zugearbeitet haben, dem Mann, der Familie und nicht in dem Sinne so viel eingezahlt haben, neben der Tatsache, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt sind oder Minijob oder zusätzliche Jobs in der Ehe ausführen, weil sie hauptberuflich oft immer noch den Haushalt und die Kinder erziehen. Das ist nach wie vor so und deswegen können sie nicht so voll arbeiten. Wir beobachten, dass eben auch viele junge Menschen sich gar nicht verselbstständigen können, weil es keinen Wohnraum gibt. Auch in der Jugendhilfe gehen ganz viele junge Menschen, die schwierig sind, verloren und landen dann auf der Straße oder in der Prostitution oder wie auch immer man sich so Geld beschaffen kann. Das sind alles viele Themen, die inzwischen schon also als Einzelthema einzelne Organisationen betreuen. Und es ist einfach zu wenig individuelles Angebot, weil die Großen sind immer, ja, wie soll ich sagen, so strukturiert, dass das ein bisschen Behördencharakter hat, was viele abschreckt. Und da muss man halt alles genau beantragen und ohne Geld läuft da nichts. Das heißt, die Phase, wenn du nichts hast, keine Krankenversicherung, kein Bürgergeld, was das Minimum eines deutschen Staatsbürgers ist, was er bekommen kann, oder sie, dann kommt man zum Beispiel nicht langfristig bei fördernden Wohnen unter, dann wird man ärztlich nicht versorgt. Und ein großes Thema sind ja auch psychische Erkrankungen, von Demenz über ja, Schizophrenie, über alle möglichen Krankheiten, die dann wiederum auch nicht medikamentös eingestellt sind. Das führt wiederum zu starken Auseinandersetzungen, Aggression. Deswegen wäre eine gute Zusammenarbeit, die viel mehr gefördert werden würde, wichtiger zwischen Polizei, zwischen Pflegestellen, in den Krankenhäusern. Überall herrscht inzwischen, was wir beobachten, eine große Hilflosigkeit im Helfersystem, weil es kein wirkliches Konzept gibt von der Stadt, was die auffängt in diesen langen Lücken, bis man sie vielleicht als Rentner etablieren kann. Damit meine ich finanziell. Bis man Bürgergeld bekommt. Und selbst wenn man das alles hat, hat man immer noch keinen Wohnraum. Wir haben ein riesengroßes Wohnraumproblem in den Großstädten mit überteuerten Wohnungen, mit Menschen, die viel Geld haben und viele Wohnungen zu Höchstpreisen vermieten, um ihr Kapital zu erweitern. Und von daher fehlt Wohnraum. Das bleibt das zentrale Thema bei Obdachlosigkeit, aber eben auch die Eigenfürsorge, wenn man die nicht mehr alleine kann, ob alt oder psychisch krank oder zu jung, weil noch nicht gelernt, kann man überhaupt seine Rechte nicht beantragen und geltend machen. Und der Weg ist
sehr zäh und lang, was man da auch alles braucht. Daraus entsteht eine immer krassere Verwahrlosung, die wir finden schon fast selbstverständlich ist. Das heißt, das Level hat sich unheimlich erhöht, weil die Leute viel länger und sehr lang auf sich gestellt sind. Und das ist eine Form der Verwahrlosung. Wenn jemand sich nicht mehr waschen kann, keine gesundheitliche Unterstützung kriegt, wenn man psychisch krank ist, ist es umso schlimmer. Oder wenn man alt und dement ist, also hier landen Menschen manchmal, die sind taub, blind und über 70. Die Vorstellung vieler, die glauben, es ist selbstverschuldet und in Deutschland muss man nicht obdachlos sein. In Deutschland hat man für alles Hilfe. Ist falsch. Das sind nicht alles Menschen, die nie gearbeitet haben oder nichts gelernt haben oder nicht Teil unserer Gesellschaft waren. Vereinzelte vielleicht. Was dann kommt oder auch schon manchmal da sind die schweren Suchterkrankungen, die natürlich noch zu größerer Verwahrlosung führen, weil ein suchtkranker Mensch nur eine Sache im Kopf hat, das ist für ihn wie Essen und Trinken, für uns vielleicht, dass er seinen Stoff braucht. Und wenn er den nicht hat, ist er so entzügig und kopflos und überhaupt nicht mehr in der Lage, seine Eigenfürsorge in irgendeiner Form gut zu machen. Ja, weil er nur diesen Gedanken hat und nur dem hinterher. Und dieses Jagen regelrecht, was wir hier erleben und auch die Tafel, wenn es um Essensausgabe und Lebensmittelausgabe gibt, ist Menschen, die wenig haben, fangen an zu horten. Was auch berechtigt ist, weil wenn wir uns alle mal vorstellen, wenn du auf Klo musst, musst du erst mal 'n Klo finden, was auf hat. Du kannst ja einfach die Tür aufmachen, dich auf die Brille setzen und gut ist. Es ist immer kalt oder nass oder im Sommer zu heiß. Entweder bist du dehydriert oder du frierst. Ja, und das den ganzen Tag zu vollziehen, diese selbstverständlichen Dinge, die man sonst hat, ist furchtbar anstrengend. Neben dem, dass es keinen ruhigen Schlafplatz gibt draußen und in den Notunterkünften oder jetzt läuft das Winternotprogramm. Da ist eine ständige Unruhe, weil wir auch beobachten, dass es eben sehr viele trinkende und rauchende Menschen gibt. Die dürfen in den Räumen nicht konsumieren. Es gibt nicht mal Raucherräume. Und wir stellen uns auch die Frage, warum dürfen erwachsene Menschen ihren Konsum nicht selbst bestimmen, wie alle anderen auch? Nur weil sie arm und obdachlos sind, gibt es dafür keine Räume in allen Unterbringungen. Also stehen am Ende wieder alle vor der Tür oder rennen immer rein und raus. Und es gibt tatsächlich berufstätige Obdachlose, die dann nicht mehr in irgendwelche Einrichtungen gehen möchten, weil es immer noch keine Einzelzimmer gibt. Einzelzimmer gibt es über die Stadt nur mit einem Attest, in dem drin steht, dass man psychisch oder körperlich darauf angewiesen ist, einzeln zu wohnen. Sonst sind es mindestens 2 Leute, die knapp 7 Quadrat zusammen, also 14 bewohnen, mit 2 Betten, einem Tisch, selbst die Rollstuhlfahrer. Und da muss man sich schon die Frage stellen: Wer hält das auf Dauer psychisch aus, wenn man sich nicht kennt? All diese Fragen stellt man sich nicht, wenn man immer alles hat. Von daher ist Stress, psychische Erkrankung, Aggression auch ein ganz großes Thema im Umgang, was uns alle sehr belastet. Ich habe mobil angefangen rumzufahren. Das ist sehr schlicht entstanden in einer Phase, wo ich mich von meinem alten Beruf verabschieden wollte, da aber nicht schnell genug rauskam und völlige Untätigkeit nicht so mein Ding ist. Und da ich mich vorher mit Familienhilfe beschäftigt habe, Armut an sich mir immer und überall begegnet ist und mich auch selbst betroffen hat und wieder betreffen wird. Sobald ich in Rente bin, gehe ich auch in Armutsrente. Aus der Motivation heraus helfen zu wollen. Ich bin aufgewachsen mit Gastfreundschaft in Kroatien und auch noch mit Gastfreundschaft von meiner Mutter, die Flüchtling aus Ostpreußen war. Mein Vater ist Kroate. Und das zentrale Thema all dieser Kulturen, dass man sich am Tisch trifft und zusammen isst und dass man teilt, was man zu essen hat. Und das ist, finde ich, die Grundidee von Menschlichkeit. Und mit Hunger im Bauch ist es schwierig, gute Entscheidungen, gute Gedanken zu treffen. Und das ist ein Zentrum auch für Gesundheit. Deswegen finde ich das wichtig. Es geht ja letztendlich darum, die Menschen möglichst auch Schutzräume zu schaffen. Es kann nur eine Lösung geben, nicht die Menschen weiter draußen zu halten, sondern dafür zu sorgen, dass Menschen einfach auch in einer Art und Weise essen, trinken oder zur Ruhe kommen können, die menschenwürdig ist. Und dazu gehört für mich sauberes Wasser, 'n Dach überm Kopf, weil wir hier nun mal im Norden leben. Und deswegen haben wir jetzt eigene Räume. Was natürlich bedeutet, dass wir
viel mehr Spenden brauchen, viel mehr Kosten haben und viel mehr Ehrenamtliche brauchen, um das hier am Laufen zu halten. Und genau das ist sehr, sehr schwierig. In erster Linie ging es mir darum, Berührungspunkte zu schaffen mit Menschen, wo ich gemerkt habe am Hauptbahnhof, ich gucke weg, wenn ich angebettet werde. Und als ich nach Hamburg kam, hatte ich relativ viel Zeit. Mir war von vornherein klar, ich will ein Ehrenamt machen. Und war auch nochmal die Chance, in einer neuen Stadt irgendwie Kontakte zu knüpfen, wenn man nicht studiert oder sowas. Und ich fand es auch so spannend zu realisieren, wie jede Jahreszeit ihre Tücken hat. Also im Winter ist natürlich arschkalt, das hat man, glaube ich, so als erstes im Kopf. Im Herbst und Frühling super viel Nässe. Und im Sommer, wenn die Sonne halt knallt und du bist nicht geschützt und bist quasi der Sonne ausgeliefert, gerade in Verbindung mit Alkohol. Und dann liegen die Leute, also ich habe die auch schon Leute dann einfach in der prallen Sonne liegen sehen. In unserem Gesamtkonzept haben wir bisher mobil hieß mit dem Auto rumfahren. Und dann kam der Gedanke auf, dass es viele wichtige Stellen gibt, die wir mit dem Auto sehr schwer anfahren können. Es gibt auch nur Auseinandersetzungen, weil man da nicht durchkommt mit dem größeren Auto, was inzwischen 8 Meter hat. Oder wenn jetzt Weihnachtsmärkte oder was auch immer gerade im Winter ist viel zugebaut. Von daher war die Idee, mit dem Fahrrad rumzufahren, schon da. Man kann individueller Platten anfahren und Wege fahren, die man sonst nicht fahren kann mit dem Auto. Und das Zentrum ist auch da Essen gewesen und dann waren wir bei der Hamburger Tafel und bei der Hamburger Tafel hat die Firma Salos von Katjes wollte einen Verein sponsern, der Obdachlosenhilfe macht. Und die haben uns ausgesucht. Und dann ist die Idee entstanden, so ein super Nubil-Trailer, der alles erfüllt, was es nur gibt, nämlich keiner merkt, dass man ihn wirklich zieht. Bis zu 200 Kilo kann man damit durch die Gegend fahren und man merkt es nicht. Man guckt sogar manchmal am Anfang, als wir es gefahren sind, sind alle drauf abgefahren und alle wollten fahren, weil das Ding so cool ist. Es erweckt auch Interesse, weil alle mal gucken, wie funktioniert denn das? Und es ist ein super Konzept. Und so wurden wir stolze, wie sagt man, Besitzer sind wir. Also Besitzer ist Saddles und Katjes, aber wir dürfen das Ding fahren. Und wir dürfen es auch übers Jahr fahren. Wenn wir zwischendurch Veranstaltungen oder irgendwas haben, können wir es auch fahren. Niklas war von Anfang an dabei, gerade bei der Salos-Tour. Und Niklas hat mit dafür gesorgt, dass wir die auch samstags fahren. Ich habe schon den Eindruck, dass der Topf immer schneller leer wird. Also anfangs sind wir samstags noch Altona angefahren. Das schaffen wir mittlerweile nicht mehr, weil mittlerweile auch sehr viel bei der Holzenstraße weggeht. Ja, und neben Kaffee und Suppe haben wir sonst meistens immer noch was Süßes dabei, weil die Leute auf Zucker abfahren. Aber ich fahre sowieso schon super ungern Auto, gerade mit so einem großen Auto. Ich fühle mich mit dem Fahrrad am wohlsten. Und weil es einfacher ist, hier und da zu halten. Und mit der passenden Kleidung geht es auch bei Wind und Wetter.